Hallo und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Und ganz am Anfang, bevor es losgeht, abonniert gerne den Kanal, macht euch einen Gefallen, denn das ist der beste Review-Kanal der Welt in Deutschland. Wir sind heute auch in Deutschland, in Rüsselsheim, und wir sind so oft in Rüsselsheim gewesen in den letzten Monaten, dass mir im Grunde schon die Rüsselsheimer Staatsbürgerschaft angeboten wurde. Ich habe hier auch schon im goldenen Buch vom Bürgermeister irgendwie unterschrieben. Nein, habe ich nicht, aber ich habe ein Auto dabei, was ganz groß auf seiner Flagge stehen hat, En Garde VW Golf Variant. Ja, man ist sehr stolz bei Peugeot auf den neuen 308. Ich habe euch vor etwa 2 Monaten den 308 als Fünftürer vorgestellt. Und hier steht jetzt das Auto, was der Allmann da draußen viel interessanter findet, nämlich der Kombi. Wir Deutschen lieben unsere Kombis. Und wir fangen auch richtig an, Peugeot zu lieben, beziehungsweise eigentlich haben wir das immer getan. Ich wohne selbst an der französischen Grenze. Deshalb bin ich frankophil und deshalb bin ich genau der richtige Typ, euch dieses Auto vorzustellen. Ich finde es wunderschön, was der mit einem Avatar zu tun hat, wie viel Platz da drin ist, wie modern der Innenraum ist, welche Motoren es gibt, wann der Marktstart ist, wie der Preis sein wird, Plug-in-Hybride, was können die eigentlich? Wenn da jetzt ganz große Fragezeichen in eurem Gesicht sind, ja, dann bleibt er genau jetzt dran, denn ich, der Jan, erzählt euch alles zu diesem Auto und dann hoffe ich, dass ich irgendwann hier wirklich mal in dieses goldene Buch unterschreiben darf. Mua. Ja, und ganz am Anfang, bevor es losgeht, spreche ich erstmal kurz über unseren Kooperationspartner, das ist GoLeasy. Was machen die Jungs? Die vergleichen für euch unter den etablierten Leasinganbietern und suchen den garantiert besten Leasingpreis. So eine Art Check24, nur für Leasing. Wenn der dann Anfang 2022 im Januar auf dem Markt sein wird, wird es den ganz bestimmt auch im Leasing geben. Der wird einen sehr guten Leasingpreis haben, vor allem als Plug-in-Hybrid. Ja, aber jetzt bin ich nicht nur der Typ, der hier Werbung macht, sondern im Grunde der erstmal über die Historie von dem Auto spricht. Die Vorgängergeneration gab es seit 2013. Da gab es natürlich auch einen Kombi davon. Peugeot selbst geht davon aus, dass etwa 60% der Leute hier vor allem in Deutschland Kombi nehmen werden. 40% werden wohl dann zum Fünftürer greifen. Deutschland, klassisches Kombiland. Klassischer, kompakter, trotzdem sehr groß. Wenn man den so anschaut, sieht der fast so ein bisschen aus, als wäre der Kompaktklasse entwachsen, was man so schön im Marketingdeutsch sagt. Wenn man sich jetzt Peugeot anschaut, dann ist natürlich zum Beispiel der 2008, der 5008, der 208 und eben der 308 neu. Und Peugeot hat sich ganz spannend entwickelt, wie ich finde. Warum eigentlich? Naja, wir haben ja Citroën, so ein bisschen das komfortable Volkswagen, auch eine sehr designorientierte Marke. Peugeot hat sich wohl auf Design spezialisiert. Dann haben wir noch DS, eine Pariser Designmarke mit sehr viel Luxus. Es ist schwierig, weil wir haben 14 Marken im Stellantis-Konzern, glaube ich, inzwischen. Und wie die sich da positionieren werden, finde ich sehr spannend. Aber Volkswagen bekommt es ja auch hin. Was Volkswagen macht, ist eine Plattformstruktur. Damit sparen sie Kosten, damit können sie sehr viele Modelle auf den Markt bringen in unterschiedlichen Marken aus unterschiedlichen Ländern. Und das macht Stellantis, oder wie der Bartmann ja sagt, Stellantis, natürlich auch. Hier ist jetzt nicht die CMP-Plattform, sondern die EMP2-Plattform. Mit einem verlängerten Radstand hier quasi als Kombi, aber zu den Details kommen wir dann irgendwie später. Warum sind Plug-in-Hybride eigentlich so spannend für alle da draußen und ihr habt mehr Bock darauf als auf warme Semmeln am Sonntag? Als YouTuber isst man eigentlich auch Mittwochsemmeln. Ja, ihr bekommt eine Förderung von bis zu 6.750 € und ihr zahlt nur 0,5% Dienstwagensteuer. Dieses Auto wird vor allem für Gewerbetreibende, Dienstwagensteuerbegünstigte sehr interessant sein und das lohnt sich dann am Schluss im Geldbeutel wegen dieser halben Steuer hauptsächlich. So, und jetzt spricht man über die Ausstattungsvarianten. Das ist Active, Allure,
schöne Parapente des Français sur mon peu. Und natürlich GT oder GT und dann gibt es jeweils noch ein Pack dazu. Hier ist GT, die höchste Ausstattungsvariante. Man ist sehr stolz bei Peugeot auf das Design und deshalb hat man sich natürlich auch hier ja, das dickste hingenommen, was man hat. Das ist GT natürlich. Und das Auto hier ist 4,64 Meter lang und im Vergleich zum Vorgänger 6 cm länger. Ja, wir wissen da draußen, 6 cm länger, können eine ganze Menge sein. Das Auto ist 1,85 Meter breit, damit 2 cm breiter als der Vorgänger und mit 1,44 2 cm flacher. Interessant ist, der Radstand hier ist 2,73 Meter und damit nicht nur 5 cm länger als beim Vorgänger, sondern eben auch 6 cm mehr als beim Fünftürer. Worum oder weshalb wir dann im Innenraum einfach wieder mehr Platz haben. Wenn man jetzt hier diesen 308 von vorne betrachtet, dann haben wir euch beim Fünftürer die exklusive Farbe Vert Olivin präsentiert. Das habe ich gelernt, das kann ich jetzt. Und hier ist Avatar Blau drauf. Den Film habt ihr gesehen. Die schrecklichen Kreaturen sahen genau so aus, aber auf dem Auto finde ich diese Farbe sehr gut. Ihr bekommt insgesamt, glaube ich, 7 Farben. Ihr müsst nicht dieses Blau nehmen, wenn ihr aber ein ziemlich extrovertierter Typ oder ein Girl seid, dann nehmt ihr genau die. Ich hoffe, das war gendermäßig jetzt korrekt. Wenn man das Auto von vorne betrachtet, dann ist eine Sache, nee, eigentlich sind 2 Sachen komplette Weltpremieren. Erstmal das Matrix LED-Licht, was man hier optional drauf kriegt. Serienmäßig ist LED-Licht, Matrix LED-Licht. Warum ist es gut? Ja, wie im Film, ne? Kann quasi den Gegenverkehr ausblenden, Schilder anblenden und euch das Leben retten, weil ihr eben sehr gute Lichtverhältnisse habt. Außerdem haben wir hier dann diesen Säbelzahn als Tagfahrsignatur, ab GT übrigens dann, glaube ich, hier durchgängig. Sonst haben wir hier kleine Unterbrechungen, ein bisschen wie hier unten. Und dann hat Peugeot ganz stolz präsentiert unser Markenlogo, der Löwe. Hier vorne ist er. Der wird jetzt anders aussehen. Und der 308 ist das erste Auto, das halt dieses Logo hier trägt. Und da hat man sich bei den Franzosen wie so oft oder auch manchmal was gedacht. Da hinten dran sind die Radarsensoren versteckt, finde ich eine sehr gute Lösung. Hier drüber ist die Kamera und hier 308 steht eben drauf. Wenn ihr euch das hier unten mal anschaut, dann habt ihr hier das Kühlergrillgitter. Das sieht hier so aus. Bei den niedrigeren Ausstattungsvarianten ist es ein bisschen so wie die Haare von einem Schnurrbart. Hat uns Silke Roskoten erklärt. Das ist die PR-Frau von Peugeot. Ja, und wenn man jetzt mal guckt, hier unten 308 SW, dann haben wir hier so eine Kühlergrilljalousie dahinter, die dann aufmacht, um dem Motor ein bisschen Luft zu spendieren und zumacht für einen besseren CW-Wert. Was wir jetzt vielleicht mal machen, ist das Auto gar nicht von vorne anschauen, denn von vorne sieht es genauso aus, ja, wie der Fünftürer auch, also schauen wir uns vielleicht mal von der Seite an. Und jetzt seht ihr schon den mega Radstand. Ne? 17 und 18 Zoll Felgen gibt es, der Löwe ist hier wieder ganz stolz drauf. Hier haben wir jetzt eine 18 Zoll Felge drauf, mit Löwen wieder, zweifarbig, richtig spannend. Wir haben hier eine schwarze Spiegelkappe. Panoramadach ist hier drinnen schwarz, schwarze Dachreling, schwarze Fensterumrandung, hinten abgedunkelte Scheibe in schwarz. Was ich sagen will, ist eigentlich, das ist optisch sinnvoll, logisch, durchdacht. Was auch interessant ist, hier haben wir einen 40-Liter-Tank. Ja? Und das ist jetzt nur ein Benziner, der große Benziner. Normalerweise hätten wir hinten auf der anderen Seite, wenn wir den Plug-in-Hybriden nehmen, ja, noch die Möglichkeit, das Auto zu laden. Der Akku ist dann hier 12,4 Kilowattstunden groß, liegt unten unterm Kofferraum. Und den kann man dann, glaube ich, mit 7,4 kW optional in 2 Stunden vollladen. Mit 3,6 kW kann man den dann in 4 Stunden vollladen und an der Haushaltssteckdose dauert es dann entsprechend noch ein bisschen länger. Weshalb ich auf die Seite gegangen bin, ist, weil das Licht ein bisschen besser ist und ich finde das Auto von hinten schön. Tatsächlich ändert sich zwischen Fünftürer und Kombi genau diese Stelle. Also ab hier ist es anders und tatsächlich anders, weil wir haben hier ja andere Rückleuchten. Hier übrigens ab GT sind die dann so ein bisschen flacher. Sie werden ein bisschen ziviler bei den anderen Ausstattungsvarianten. Abgedunkelte Scheiben, Dachkantenspoiler und ja nicht mehr hier diese schwarze Verbindung. Einziger kleiner Mikrokritikpunkt, den ich beim Auto habe, ist nicht der Löwe wieder hinten, sondern hier diese, naja, angedeuteten Auspuffblenden. GT seht ihr auch hier. Ich habe euch keinen Quatsch erzählt bei dem Auto. Ich finde die Optik mega geil. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr sie findet. Ich glaube, dass die Franzosen mit dem Modell in der Kompaktklasse als Kombi extrem konkurrenzfähig sein werden. Jetzt ist es Vorserie, heißt die elektrische Klappe funktioniert nicht. Rückfahrkamera haben wir hier, aber ich zeige euch den Kofferraum trotzdem. 608 bis 1634 Liter ist der groß.
Und was jetzt interessant ist, hier unten habt ihr Platz für ein Reserverad, wenn ihr den PHEV, also den Plug-in-Hybriden, nehmt oder nehmen wollt, weil euch euer Chef quasi zwingt, dann habt ihr da jeweils 60 Liter weniger Kofferraumvolumen. Aber das hier ist auch schon gut, schaut euch das mal an. Hier haben wir so eine Ladesicherung drin. Und ja, dann könnt ihr die natürlich auch rausmachen. Die Allmanns da draußen lieben das. Ich soll ja nicht mehr so oft Allmann sagen, aber ist halt so. Und ja, dann könnt ihr hier auch einmal ziehen, schaut mal, und dann habt ihr das volle Kofferraumvolumen und ein richtiges Paradies, wo ihr nicht nur ein Billigregal transportieren könnt, sondern auch noch eure Oma, wenn es sein muss, dann auch irgendwie gefroren oder so. Normalerweise geht es hier zu. Ich mache aber die Heckklappe ganz uncharmant jetzt brutal zu. Und was ich jetzt mache, ist mit euch mal auf die Rückbank springen. Interessant auch, schaut mal hier, diese Schwellerverbreiterung hier unten, die ist dann GT-spezifisch. Und jetzt kommt er mal mit. Ich springe hinten rein, dann schauen wir uns einfach mal an, wie viel Platz der dicke Mann da hat. So, Innenraum, Paradies. Wenn jetzt noch das Glasdach bis ganz nach hinten gezogen wäre, ja, wäre für hier hinten eigentlich schon fast zu krass. Und jetzt schaut mal die Sitze an hier. Das ist irgendwie Leder, Stoff, glattes Leder, grüne Ziernaht, mega geil. Sitze ist im Verhältnis 40, 20, 40 umklappbar. Armauflage ist hier, ne, kleiner Cupholder. Wenn ihr wollt, könnt ihr das dann noch umklappen, eure Skier hier durchladen. Und jetzt guckt mal, für den Kopf habe ich Platz, für die Beine habe ich Platz. Ja, selbst meine jetzt wieder sich im Gym befindlichen Schultern haben hier hinten ein bisschen Platz. Leuchten haben wir hier, ne? Nicht dimmbar, dafür aber so berührungsempfindlich. Dunkler Himmel, USB-Stecker sind da. Sitze vorne wirklich gut verarbeitet. Ja, ich weiß eigentlich nicht, was man sich mehr wünschen könnte. Vielleicht noch ein Blick in die Tür. Fokalanlage. Hier so ein Zierelement, was irgendwie an Chrom erinnert. Die Armauflage hier ist gepolstert. Türgriff, schick, Platz, ja, schick. Aber jetzt sprechen wir über die Motoren. Und das ist ja gar nicht so einfach, denn da haben wir inzwischen dann doch echt eine ganze Menge Wahlmöglichkeiten. Also, beginnen wir vielleicht erstmal mit den Benzinern, das ist am einfachsten. Sind zwei 1,2 Liter Motoren, einmal mit 110, einmal mit 130 PS. Und dann ist natürlich noch interessant, ihr bekommt einen 1,5 Liter Diesel mit 130 PS. Und was sehr spannend ist hier drin, ja, ist natürlich eine Sache der Plug-in-Hybrid. Das habe ich euch schon gesagt, hier ist der große Benziner dann drin. Ich mache den hier mal auf. So funktioniert es. Richtiger Profi, ich bin vom Fach. Ja, und was haben wir da für einen Basismotor? Wir haben einen 150 oder einen 180 PS Benziner und dazu kommt ein 110 PS Elektromotor. Zusammen kommen wir dann auf 180 oder 225 PS, 370 Newtonmeter Drehmoment. Rein elektrische Reichweite ist hier 60 Kilometer. Ja, und das ist es dann. So viel mehr kann ich euch nicht verraten. Bestellfreigabe ist heute. Wenn ihr irgendwas noch wissen wollt, schaut zum Konfigurator nach. Was ich jetzt mache, ist mit euch in den Innenraum springen. Ja, dann zeige ich euch da in technisch alles, weil das ist wirklich eine Menge und dann gibt es ein Fazit. Fahren dürfen wir leider noch nicht. Kommt mit. Ja, kommen wir zum Innenraum. Und wenn ihr denkt, dass die Franzosen beim Bauen von dem Auto gedacht haben, très belle voiture, das Auto ist außen so schön geworden, müsst ihr ihnen überhaupt keine Mühe mehr geben, dann täuscht ihr euch, weil ja hier drin ist es genauso gut wie außen, tendenziell eher noch aufregender und damit wird der 308 und der 308 SW zur Endgegnerkarre. Ich sage nur iCockpit, ne? Ich sage nur iToggle, ich sage nur GT, ich sage nur Fokal. Ich höre auf mit mehr Abkürzungen und erzähle euch jetzt ganz strukturiert, ganz deutsch, was der Innenraum alles kann. Und erstmal spricht man dann nicht über das Glasdach hier, weil das kann ich leider nicht öffnen. Das wäre noch schön gewesen, hätte man das bis hinten aufmachen können, sondern über die Sitze. Und das sind Endgegnersitze, ohne Scheiß, weil guckt euch die mal an. Weiches Leder hier, Stoff, glattes Leder außen, grüne Ziernaht, auch die Kopfstütze mega bequem. Trotzdem alles mit gutem Seitenhalt ausgestattet, das ist großartig. Und dann fängt man natürlich hier ein bisschen an zu gucken, was sind das für Materialien. Plastik, aber weiches, schönes Zierelement, was einmal hier durchgeht. Hier oben Plastik, aber mit der Naht hier drin. Sehr interessant, was ja bei Peugeot sehr umstritten ist, ist genau das. Kleines Lenkrad unterhalb von dem Cockpit.
Das fühlt sich für manche falsch an, andere sagen aber, ey, wenn man das lang fährt, dann will man nichts mehr anderes und die Wahrheit, die ist in eurem Kopf, das entscheidet ihr. Jetzt sprechen wir natürlich erstmal dann über die Lüftungsdüse auch, die hier durchgeht. Sehr schöne 3D da vorne, kommen wir später zu. Schauen wir mal noch kurz in die Tür, weil das ist ja bei Volkswagen immer so ein bisschen kritisiert, dass da zu viel Plastik drin sein soll. Hier ist auch Plastik, aber es wirkt alles sehr wohl ausgeformt. Auch die Armauflage ist gut gepolstert. Dunkler Himmel haben wir hier drin. Auch hier so diese berührungsempfindlichen Leuchten, was ich sehr schick finde. Also der Innenraum, der kann echt einiges. Und dann haben wir eine sehr breite Mittelkonsole, was Interessantes. Und was mir ja gezeigt wurde, ist... Guckt mal erstmal hier vorne, die induktive Ladebuchse fürs Handy, die ist gut, weil das Handy ist weg, man kommt nicht in die Verlegenheit, da vorne drauf zu gucken. Ne? Ja, und dann macht man hier das Handy rein. Ihr könnt hier unten quasi den iPhone-Stecker, hier, guckt mal, mein Finger, na, der passt da nicht durch, aber hier unten durchstecken, Handy hier reinlegen und dann damit laden. Mega geil und hier habt ihr einen USB-C-Anschluss und in der Armauflage nochmal ein beleuchtetes und gepolstertes Fach. Ja, und dann habt ihr hier nochmal ein Fach, wo sich die Cupholder drunter verstecken. Hier USB-C-Anschluss hier, 12 Volt Anschluss hier und da unten bekommt ihr auch noch was rein, alles beleuchtet. Zum Bein hin hier alles gepolstert, richtig gut. Hier unten habt ihr nochmal eigene Knöpfe, eine Fokalanlage seht ihr da vorne dann, seht ihr hier, die einen richtig tollen Sound macht. Ja, und jetzt würde ich sagen, kommt Prinzessin Jessie einfach mal rein und wir sprechen über die wichtigen Dinge des Lebens, nämlich das Lenkrad. GT steht drauf, grün ist es, perforiertes Leder hier. Und ich gebe zu, man muss sich an die Position hier gewöhnen. Ne? Ihr könnt es zwar verstellen, so, aber sehr viel weiter hoch geht es nicht. Es lässt sich auch rein und rausfahren. Es ist jetzt einfach mal was anderes. Ne? Neuer Löwenkopf ist hier drauf. Hier ist alles für die Assistenten, ne? Abstandsregeltempomat zum Beispiel, der Limiter. Sprachsteuerung ist hier und ja, dann auf der Seite kann man Kofferraum noch aufmachen, zum Beispiel Stabis hier auch aus. Und hier ist es 10 Zoll große digitale Cockpit. Wenn ihr das Handy ein bisschen bewegt, könntet ihr vielleicht sehen, dass es dreidimensional ist. Ja, das ist ganz interessant, ne? Das ist krank. Irgendwie hier P0, Eco, steht vorne die Reichweite und hinten noch die Ebene cool. Und wenn ihr hier auf den Knopf drückt, ja, dann seht ihr vorne, dass sich die Anzeige verändert und wir können die dann später auch nochmal im Infotainment-Display in der Mitte verändern. Aber das ist überkrank. Da unten auch noch Peugeot. Ja, Frankreich-Flagge, mega cool. Ganz ehrlich, das ist richtig gut gelöst und fahrt mal ein paar Meter mit so einem Lenkrad und dann könnt ihr ja entscheiden, ob es cool ist oder nicht. Fahrmodi habt ihr hier, seht ihr dann da vorne, Sport, Normal, Eco. Beim PHEV kommt dann noch Electric wahrscheinlich rein, schätze ich mal. Dann habt ihr hier die manuelle Gasse, hier dieses kleine Toggle-Instrument für die Gänge. Richtig gut gelöst, elektrische Parkbremse hier. Sieht irgendwie immer aufgeräumt aus. Ja, hier unten habt ihr dann noch irgendwie alles fürs Fahrzeug, was ihr dann hier seht, alles für die Klimabedienung, also schon noch irgendwie 5 Knöpfe und zum Glück hier noch so ein Drehregler für lauter leise. Und hier sind sie jetzt, die Gummibären, nein, die iToggles. Und die iToggles sind halt mal Endgegner praktisch. Hier geht es immer zurück und ihr könnt euch die frei belegen. Heißt, ihr drückt hier lange drauf zum Beispiel, da muss ich jetzt erstmal markierte Home schließen. Ne? Klima habt ihr jetzt zum Beispiel hier reingelegt und ihr könnt da zum Beispiel auch die Telefonnummer von eurer Freundin reinlegen oder was immer ihr wollt. Ne? Hier schaut ihr euch dann zu Hause an, was es gibt. Hier habt ihr jetzt die Navi reingelegt, Mirror Screen ist drin. Aber das ist wahrscheinlich so ein bisschen einfacher hier, das so zu lösen, weil hier geht es dann immer wieder zurück. Zum Beispiel habt ihr hier dann die App-Liste, auch hier verschiedene Ansichten, die ihr euch dann einstellen könnt hier für den Homescreen. Da oben seht ihr es dann. Und jetzt Massage. Ich mache es Jessie einfach auch mal an. Wellenmassage, Streckmassage, großartig. Unterschiedliche Intensitäten kann ich mir hier einstellen, die Sitze. Aber bei App-Liste seht ihr wahrscheinlich das meiste. Hier sind dann die Assistenten, ne? Und Panorama-Kamera ist auch ganz geil. Die ist jetzt richtig klar, auch viel klarer im Vergleich zum Vorgänger. Schaut euch das an. Ja, eigentlich schon fast pervers klar. Ne? Spurhalteassistent, Start-Stopp-Funktion. Hier Funktionen, habt ihr nochmal Hinderniserkennung.
Querverkehrwarner hinten ist neu, Spurhalteassistent ist neu, Tempolimiterkennung, Verkehrszeichenerkennung, toter Winkel- und Müdigkeitserkennung. Also alles, um teilautonom Level 2 unterwegs zu sein. Und wenn ihr zu doof seid, Assistenten zu benutzen, könnt ihr euch hier einfach so ein Video anschauen und euer Peugeot erklärt euch dann, wie es funktioniert. Funktioniert hier auch mit Sprache. Das ist schon irgendwie ganz cool gelöst, finde ich. Aber jetzt geht es hier wieder zurück und ja, ich zeige euch in der App-Liste natürlich noch die anderen Dinge. Die Klima könnt ihr euch hier eben anzeigen, Sitze, Luftqualität seht ihr dann hier auch zum Beispiel. Ja, und in der App-Liste Navigation ist auch ganz wichtig, ne? Guckt mal hier, das ist ein schnelles System, das funktioniert auch schnell und in unserem Test bisher sehr zuverlässig tatsächlich, ne? App-Liste, das zeige ich euch noch was, Navigation, Mirror Screen, Sprachsteuerung, auch intelligent, Sitze, Telefon, Apple CarPlay, Android Auto, aber eine wichtige Sache, ja, sind bestimmt die Einstellungen und da wird es jetzt richtig interessant, weil hier habt ihr bis zu 8 Profile, die ihr anpassen könnt, ne? Und jetzt hier habt ihr Fahrinformationen, Touchscreen, Anpassungen, Bildschirmfarbe und jetzt guckt mal. Jessie sagt, ja, grün passt nur zu grün. Ne, andersrum findet sie nicht gut. Und jetzt könnt ihr das da vorne einfach ändern. Es kann auch rot werden. Ich finde grün am besten. Und ja, dann könnt ihr die Bildschirmfarbe, die Innenraumfarbe irgendwie auch noch anpassen. Zu rot könnt ihr das ändern. Die Konnektivität könnt ihr anpassen. Die Helligkeit könnt ihr anpassen. Und jetzt guckt mal nach vorne, 3D digitale Instrumente. Viele wird es ja davon schlecht, also könnt ihr das hier ausmachen. 3D kommt dann ab GT hier an und eben wieder aus. Also wenn es euch schwindelig wird mit so einem 3D, könnt ihr das hier ausmachen. Euch wird aber ganz bestimmt schwindelig von den vielen Reden von mir, aber ich muss euch ja den Innenraum zeigen, ist mein Job. Jetzt gehen wir raus, gleich bestimmt werden wir abgeholt und ich zauber euch ein Fazit. Kommt mit. Ja, kommen wir zum Fazit. Jetzt bin ich natürlich hier in diesem Peugeot verhaftet. Aber wenn meine Zelle so aussieht, dann ist es eine gute Zelle. Aber Wärterin Jessie lässt mich raus, auch nur wenn ich fleißig jeden Tag ein Auto-Review mache. Euch interessiert natürlich viel mehr, denn meine private Beziehung, was ich jetzt von dem Auto halte, weil das ist ja tatsächlich mein Job, ne? Und tatsächlich haben unglaublich viele von euch den 308 Fünftürer angeschaut. Ich glaube insgesamt 150.000 Leute und das Feedback war völlig unüberraschend durchweg positiv, weil da stand drin, Mensch geil, der schönere Golf, Mensch geil, Peugeot hat sich was getraut, Mensch, mega moderner Innenraum, viele Assistenten, Plug-in-Hybride, ich will dieses Auto. Und die häufigste Frage war tatsächlich, ab wann gibt es den, zu welchem Preis? Und jetzt haben wir natürlich hier, auch vielleicht aufgrund der hohen Aufrufe und eurem positiven Feedback, die Einladung bekommen, sehr früh den 308 als Kombi oder Sportswagen vorzustellen. Und der ist ja fast noch schöner als der Fünftürer. Und der, ich soll das ja aus politischer Korrektness nicht sagen, Allmann in mir liebt natürlich dieses Kofferraumparadies, wo er sehr viel hinten reinbekommt, also ins Auto. Ja, und hier sprechen wir natürlich so langsam, aber sicher drüber. Hohe Flexibilität, modernes Design, man hat sich was getraut, viele Assistenten, Plug-in-Hybride, was will man mehr? Genau, ein bezahlbares Auto. Hat Peugeot gewusst und hat es dann auch so eingepreist. Der beginnt bei 24.200 mit dem kleinsten Benziner, 27.900 beginnt der kleine Plug-in-Hybrid. Allerdings muss man sagen, so wie er hier steht, ist es ja der große Benziner, die höchste Ausstattungslinie. In der Farbe, die allerdings keinen Aufpreis kostet, was ich sehr fair finde von Peugeot, liegt er bei etwa 35.000, 36.000 Euro. Wie gesagt, ab heute könnt ihr dann, glaube ich, im Konfigurator ein bisschen rumspielen. Das Auto wird es dann wohl ab Januar 2022 geben. Wer das weiß, ist unser Kooperationspartner GoLeasy. Was machen die Jungs? Die vergleichen für euch unter den etablierten Leasinganbietern und suchen den garantiert besten Preis für euer Traumwagen, wenn es denn dann der 308 SW ist. Findet ihr den ab 2022 bestimmt auch. Hier seid ihr allerdings gelandet beim besten Auto-Review-Channel der Welt in Deutschland, gerade in Rüsselsheim bei The Car Crash Review. Ich bin der Jan, abonniert den Kanal. Jeden Tag eine neue Karre von Jessie oder mir. Vorgestellt, Karre ist gar nicht despektierlich gemeint. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und bis bald in einem anderen französischen Zirkus. Tschüss.